Dann in Front, direkt dahinter, kämpft Daniel Eckhardt. Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you jump. Get down in the, get down in the car. Get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt da kam und Ben holt sich mit dem Sieg. Einfach sensationell. Ja, hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zur Historic Formula One Masters, das erste Rennen unserer neuen eigenen Serie, und wir beginnen gleich mit einem Knaller, Monza Combine, und eine ganze Menge unserer Leute haben sich heute hier angemeldet. Bin ich schon mal sehr gespannt, würde ich sagen. Ohne viel Vorgeplänkel wünsche ich euch allen ganz, ganz viel Spaß. Welcome, ladies and gentlemen. BTR TV proudly presents the historic Formula One Masters 2025. The historic Formula One Masters 2025, only on BTR TV. Dear racers, I have a small speech to you. It's a great pleasure to welcome you to the historic Formula Championship in iRacing. Today, we are not just drivers, we are time travelers, bringing the legendary machines out of the past back to life. The cars we'll be racing this season are more than just vehicles. They are icons of an era when fearless drivers pushed the limits with raw skills and pure courage. Without modern assist, with nothing but the driver's hands and instincts controlling these beasts, this championship will be a true test of talent and precision. So our circuits are just as historic as the cars themselves, from the high-speed curves of Monza to the tight streets of the Nürburgring and the legendary straights of Spa-Francorchamps. This is not just about speed, it's about mastery, control, and understanding the pure essence of motorsport as it once was. But above all, respect must come first. Respect for all the cars, the history, and for your fellow racers. Let's deliver thrilling, fair races and honor of the spirit of historic motorsport together. So get your engines ready, embrace the spirit of legends, and hit the track. Fuck yeah. How long did you work on this presentation? You guys silly? About 5 seconds is from ChatGPT. Oh man. I love the pomp and circumstance. It's nailed it 100%, I think. Great. And Here we go. at first I want to introduce you Jeffrey Bell. He's our steward, and I think we're gonna talk. We have a short talk about some rules. Jeffrey is an experienced racing director and racing steward, and that's why he will now address a few words to you. Jeffrey, Ah, wanna say Skeletor! some words? Jeffrey, I'm the main steward for this season. They named me Skeletor. Look forward to working with you all. I love it.
I'm not one for words very often. I'm loving those. No. Skeletor. Yeah. It's a pleasure to have you here. No, they as, hate. as They our hate steward. it. And Jeffrey, give me some ideas how to make some rules. And I'm not going to read all the rules. You see, it's still a draft. They named me Skeletor. I love But, it. At the end of the day, we are racing after the iRacing Sporting Code. And yeah, if you have time, you can still read it just before the race. Is it so important that you have to read it before the race? What is there? Says a lot of blah blah here. Very important thing is about the protests and the penalties. So we will not give penalties during a race. And why? Is there no time during the race? We talked about this and we thought it's a better idea to review the replay and then decide what kind of penalty we will give. Whatever. Sounds good. Yeah. If we don't have a protest, there will be no penalty. So do not expect if you get kicked out of the track and you Excuse me. will not if you don't make a protest, this incident will not be reviewed. So feel free to protest, even if it's your best friend or your teammate, if you want. Oh, I'm protesting everyone. Yeah. So not nobody. yeah, you can. I'm protesting all yes. Everyone. That's the does spirit. That's the spirit. I'm protesting anybody that's in front of me. That's a good idea. Okay, so there So are everyone. some points that are important for us. Training is over in a minute, Tommy. For example, Qualifying's 30 an minutes. unsafe rejoin. So be careful This can't about be right. rejoins. That The can't be next right. one is Fixing my dick. retaining Sorry. position of an illegal move. So if you turn, Good luck to all. Whilst you guys are doing that, I just want to, just what you're doing. I just want to say a huge thank you to Patrick for his outstanding work and his passion for Fuck yeah. what we do on Patrick's the shit. iRacing. For years, he's Made setups, covered the did schedules. Lotus 79 FC Championships, He's the man. and he has entertained us. Rookies with is so shit. incredible I had a guy almost kill dedication me lap one and because he attention to managed to detail blow with his up. videos. Ah! Yeah, it is. Dude, Rookie is shit. Rookie is dog shit. You just gotta get out of there. You've given us an exciting opportunity and a new home for us non-aliens in the Lotus 79. Your commitment to historic sim racing unites people and keeps the magic of classic Formula One alive. This championship wouldn't be possible without you, and for that we are truly grateful, mate. Yeah, thank you very much. Thrilling races and unforgettable Thank you. moments from all of us in the community. Thanks very much. Hey, sorry, Byron. How do I get into this? I'm clicking. I can Right. see my leagues. Yeah. If I click Right. the box there, I've got a whole list Yep. of names, and then Right. nothing. Go to the top, across the top. Yeah. You know where it would normally be like schedule, season info, and all that. So yeah, roster, announcements, sessions. Sessions. Okay, good. All right. We'll see you in the race. Thanks, guys. is everyone on the server? I will stay here until everyone is on the server. I'm not on the server. I'm in, so I'm gonna Is head that better? up over to Yeah. Yeah, that's better. team chat now. I think that's Good better work, for guys. me, See you on Good track. luck, everyone. Okay. See it. Is it in the hosted session? No. Yeah. It's No, under that's the league. leagues. Under leagues. See on the left where it says leagues. Then when you click on that, it'll say
you'll see under sessions, it'll say closed, but click on it anyway, it'll let you register. I gotta do something. A question. You'll be 2 races today? 2 races? That's correct. I love that you named me Skeletor. This is when I try to remember where the track goes. How you guys doing? Auf dem Server. Oh, was haben wir denn hier für ein Wetter? Wir haben leider Nebel. Tommy? Ja? Wir würden dann losfahren wollen mit dir. Alles klar. Ja, liebe Zuschauer, und wie ihr gemerkt habt, ist jetzt hier die Qualifying Session in vollem Gange. Ja, no, das schon. Lockt euch mal ein, ich gehe jetzt hier alleine. Ich speichere es mal, ich kann's nicht hier. Ja, ist klar. Also Eine halbe Stunde Open Qualifying, das heißt, dass die Jungs jetzt alle gemeinsam auf der Strecke unterwegs sind. Das ist ein interessanter Fakt, da ja hier Windschatten extrem wichtig ist. So, da bin ich. Ja, wir bauen kein. Oh! Fuck me! I locked up. I adjusted my brakes wrong. Come on now. Come on. No, come on, man. Don Runkle hat hier im Qualifying ein paar Probleme. Da kommen auch schon die ersten Zeiten rein. Allerdings werden die Jungs sich hier noch ein ganzes Stück verbessern. Why is it locking up so bad? The brakes are just locking 1, 2, 1, 1. Du sagst Bescheid. 3, 2, 1. Und nachdem die Jungs jetzt hier ein paar Runden absolviert haben, hat sich die Black Tree Race Crew jetzt komplett an die Spitze gesetzt. Dicht gefolgt von den Jungs von Team Kaltverformung. Und da sieht man auch, wie wichtig der Windschatten von einem Teamkollegen hier ist auf der Strecke bei der Qualifikation. Jeder versucht sich da hier irgendwo in den Zug mit einzuklinken, auch die Jungs, die kein Team dabei haben. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr happy, dass wir heute so ein tolles Starterfeld zu unserem allerersten Rennen unserer eigenen Serie hier haben. Da haben sich die ganzen Anstrengungen der letzten Wochen und Monate wirklich gelohnt. Und ich freue mich schon wirklich sehr auf die beiden Rennen nachher. Und ich bin mal gespannt, wer sich da durchsetzt. Die Jungs vom Team Kaltverformung rund um Adam Glatzka und Wolfram Pfund haben im Vorfeld schon massiv getestet. Aber auch die Black Tree Race Crew war da nicht untätig. So wie hier Chip Racing. There we go. That's what I was trying to do. Schade, dass unser Skeletor Don Runkle heute allein unterwegs ist. Aber ich glaube, es Seine Jungs haben leider keine Zeit, um hier mitzufahren. zieht sich auf, oder? Ich meine, es kommt ein bisschen Sonne durch jetzt. Team Northern Winter steht an der Box. Ach, scheiße, Auftrag. Ja, ich bin eigentlich durch. Also ich muss keine Zeit mehr fahren. Ich bin zufrieden mit der. Ich bin auch durch. Wir müssen eigentlich gucken, dass wir dich jetzt hier... Ja. Müssen wir die nächste Runde machen, dass Bastian dann wieder hinten ist. Genau, dann... Wir haben noch 4 Runden Zeit, ne? Ah, komm, du bist erstmal auf 3 gelandet. So, das ist ja schon mal gut, ey. Can you help me how many left this race are here? So, das ist... 13 left. Thank you. Haben wir die Top 3 gerade noch? Tom, Leon und Sebastian zeigen hier auf der Strecke mal sehr, sehr anschaulich, wie man das hier mit dem Windschattenfahren macht im Qualifying. Gas geben, gegen den Leiter vorne oder? Leon mit einer 2.18.094, Wahnsinn. Ja, du musst also... Du musst aber nach hinten. Ja. Ach nee, Quatsch, Entschuldigung, ist alles richtig. Ja. Kommt gleich auf 1, pass auf. Und hier haben wir mal Kleber Botaro im Bild, unser Freund aus Brasilien. Oh my goodness, I just realized I've been live to the nation. Kleber startet für das Checkered Past Racing Team, gemeinsam mit Russell Hamilton und Robert Simpkins. Mark Cruikshank, aktuell P6 hier, auch richtig schnell unterwegs. Team Savas, gemeinsam mit George Bartev. 18. meine Freunde. Und wir sind in der letzten Minute des Qualifyings. Und so wie es aussieht, wird sich Leon Forst wohl hier die allererste Pole unserer Serie holen. Dahinter haben wir Tommy und Sebastian. P4 aktuell AJ, Adam Klatzka und auf P5 sein Teamkollege Pascal Steinke. P6 haben wir Mark Cruikshank. Oh Mann, ey, ich weiß nicht. Auf 7 Wolfram Pfund, auf 8 AJ Jesse. P9 aktuell unser Byron, aber so wie es aussieht, wird er das erste Rennen nicht mitfahren können. Und auf dem 10. Startplatz aktuell unser Skeletor Don Runkle.
Auch Russell Hamilton ist da immer noch mit seinem Teamkollegen Robert Simkins unterwegs. Die Uhr tickt hier runter und ich denke mal, alle dürften jetzt in ihrer letzten Runde unterwegs sein. Und ich sehe gerade, unser Luke Rasputic hat keine gezeitete Runde hingelegt und wird wohl aus der Box starten. Okay. Schade, Marmelade. 40 minutes, 13 laps. Okay, so I have to add fuel. Die Startaufstellung haben wir oben mal eingeblendet. Am Ende hat sich Leon vor seinen zwei Teamkollegen durchgesetzt. Dahinter Team Kaltverformung, Adam Klatzka und Pascal Steinke. Mark Cruikshank auf P6 und Wolfram auf P7. Ich würde fast auf... Unser Bayern, der sich hier auf P9 qualifiziert hat, fährt das erste Rennen nicht mit. Bei ihm ist leider daheim ein kleiner Notfall dazwischen gekommen. Schade. Du kannst ja gründen und dir anzeigen lassen, wie... 56? 56 ist bei mir 14,2. Die letzten Absprachen werden hier teamintern noch für das Rennen besprochen. Also du hast ja 2,20, ne? Das heißt, du bist bei 7 Minuten und 3 Runden. Wie gesagt, 13 Runden haben wir auf der Uhr stehen. Ich bin bei 54,5 und mir wird 13,7. Es gibt keine Boxenstopps. Es gibt einen Fast Repair. Komm, 59. Bevor wir da stehen bleiben. Und wir haben ein Stranger Field von über 2000. Die Uhr tickt runter und das Adrenalin steigt. So. Und unser Tommy wie immer einer der letzten im Grid. Good race, everyone. Mr. Mike 3 legs, he's right there. Wie vorhin schon erwähnt, Luke Rasputic startet aus der Box. Macht einfach, schimpft mich einfach ab. Oder I'm streaming on my channel. It's not interesting. Ja, irgendwie, das mit 3 halt vorne. Nach der I've got Paddy as well. Alles klar. He's couple of rows up. Und da ist auch schon die Startampel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das erste Rennen der Historic Formula One Masters ist eröffnet. Leon schießt hier wie der Blitz aus seinen Startlöchern. Dahinter unser Tommy und Sebastian auf P3. Auf P4 haben wir Adam Klatzka und auch Mark Cruikshank hatte einen Bombenstart gehabt. Wir sehen ihn hier auf der unteren Linie fahren. Seite an Seite geht hier die Steilkurve rum. Direkt dahinter unser AJ und Pascal, alle noch ganz dicht beisammen hier. Und so wie es aussieht, hatte hier das ganze Feld entsaugt und Start in das Rennen. Absolut top. Sorry if I scared you then, Ben. The guy in front of me sort of stopped a bit. Yeah, that's good. Einfach herrlich anzuschauen, wie das gesamte Feld hier das alte Oval durchbrettert. Und Mark Cruikshank hält ja die ganze Zeit auf der unteren Linie dagegen. Was hat der denn vor? Und so wie es aussieht, versucht jetzt hier Mark Cruikshank auch in Führung zu gehen. Seite an Seite geht es hier zusammen mit Leon auf die lange Gerade raus. Sebastian Scharke auf P4 ganz dicht hinten dran. Dann haben wir schon eine kleine Lücke zu Adam Klatzka. Der verfolgt wird von seinen Teamkollegen Pascal Steinke und Wolfram Fund. Das Team Kaltverformung geschlossen auf den Plätzen 5, 6 und 7. Vorsicht, der wird untersteuern. Und inzwischen ist vorne jetzt auch Mark Cruikshank in Führung gegangen. Dicht verfolgt von Leon, der jetzt hier zum nächsten Angriff schon übergeht. Seite an Seite geht es hier auf die erste Schikane zu. Entschuldigung wegen der wilden Kameraführung hier, dafür können wir leider nichts, das ist bei iRacing so. Und jetzt ist hier AJ am Sebastian vorbeigegangen. Damit Adam Klatzka jetzt auf P4 und Sebastian Scharke auf P5 zurückgefallen. Und auch weiter hinten im Feld gibt es Bewegung. Hier Luke Rasputic jetzt gerade an Don Rangel Jr. und Michael J. Taylor vorbeigegangen. Und da haben wir am unteren Bildrand gerade noch Staub und Qualm gesehen. Da gab es den ersten kleinen Ausritt, aber alle fahren noch. Schauen wir uns direkt gleich mal an. Der erste Incident hier, Thomas Börling verbremst sich da in Lesmo 1. Ja. Und dann segelt er hier durchs Kiesbett. Fällt ganz weit zurück. Frontflügel ist leicht beschädigt, aber er kann weiterfahren. Und vielleicht habt ihr es noch im Augenwinkel gesehen, da gab es jetzt einen Führungswechsel. Mark Cruikshank ist wieder hinter Leon Voss zurückgefallen. Den auf. Und auch Sebastian greift hier an und geht jetzt an Adam Klatzka wieder vorbei. Pascal lauert da direkt dahinter. Und auf P7 haben wir George Batev, den Teamkollegen von Mark Cruikshank, der allerdings schon eine kleine Lücke nach vorn hat. Was für ein toller und sauberer Start hier in das erste Rennen.
Tommy gegen Mark Ruhigschenk jetzt hier Seite an Seite geht's hier Start- und Zielkurve Du rein. bist ja mit Qualifying Fuel losgefahren und deshalb so gut weggekommen. Und da kann sich Tommy auch wieder durchsetzen. Leon ganz vorne kann sich da schon ein ganzes Stück von den Jungs absetzen. Er hat inzwischen schon mehr als 2,5 Sekunden Vorsprung vor dem gesamten Rest des Feldes. Was für eine tolle Pace. Hey, Indo, Fatty. Mark Ruhigschenk hier wieder die untere Linie, aktuell P2. Kämpft da mit Tommy und Sebastian um die Position. AJ Lauer direkt dahinter. That's hairy. Vorne Leon kann sich immer mehr von den Jungs Come on, I absetzen. need to get out of this line. Und auch hinter der Führungsgruppe wird wild gekämpft. George Batev kämpft da mit AJ Jesse um die Position. Ein Stück weiter hinter den Jungs kämpft Michael J. Taylor mit Luke Rasputic und Don Rangel Jr. um die Position. Die Gruppe ist auch ganz dicht beisammen Wir hier. sind ja alle im dicken Pulk. Du hast einen schönen Vorsprung. Und Leon, unser Leader, vorne kann sich immer mehr von dem Feld absetzen. Inzwischen hat er vorne schon einen Vorsprung von fast 3 Sekunden. Und das ohne Windschatten. Ah, die Kameras hier sind wirklich schrecklich. Sorry, liebe Zuschauer. Und wie wir gesehen haben, sind die meisten hier noch recht dicht beisammen. Nur Thomas Börling ist da ein Stück zurückgefallen. Und wie man hier oben von der Helikopterperspektive schön erkennen kann, kann sich Tommy jetzt von seinen Gegnern absetzen. Mark Ruhigschenk behauptet sich weiterhin auf P3, P4 Sebastian Starke, P5 Adam Klatzka und auf P6 haben wir Pascal Steinke, mit dem wir hier mal mitfahren. Abstand nach hinten ist jetzt Team Kaltverformung. Dahinter AJ Jesse auf P7 und unser Wolfram Woller auf P8. George Batev ist auf P9 zurückgefallen. Ein sehr diszipliniertes Rennen bis hierher. Ich bin stolz auf dich, mein Freund. Sehr, sehr schön. Das ist eine triste Schachtel Pralinen nachher. Und Tommy hat trotz aller Anstrengungen noch die Muße hier mit seinen Teamkollegen zu quatschen. Eine super Pace haben die Jungs von meinem Team hier drauf. Ich glaube, die haben sich hier am besten vorbereitet. Hier gibt es jetzt die nächsten Angriffe. Sebastian ist da an Mark Ruhigschenk vorbeigegangen. Und auch weiter hinten im Feld gibt es jetzt einen Angriff hier. Ben Summers versucht da an Thomas Willershausen vorbeizugehen, muss aber den Angriff nochmal abbrechen. Davor Don Rangel Jr. konnte schon eine kleine Lücke nach hinten aufmachen. Und George Batev fällt da immer mehr zurück, liegt jetzt schon auf P14, hinter ihm P15 Jan Stefan, auf 16 haben wir Robert Simpkins, auf 17 Kleber Botaro Mora, P18 Russell Hamilton und als letzter hinten unterwegs Thomas Börling. Oh, das ist ganz schön eng da hinten. Ne? Allerdings ist Thomas da schon fast 5 Sekunden weg vom Feld. Wilde Windschattenschlachten und im Hinterfeld gibt es hier wilde Positionskämpfe. Wie man hier sieht, wechseln die Positionen ständig und auch vor den Jungs sehen wir hier Hallo Rubber Duck. Michael J. Taylor und Don Rangel Jr. Unser Skeletor kämpfen da um die Position. Und da kann sich dann auch durchsetzen. Ein absolut Top-Start für ihn heute in das Rennen hier. Wir befinden uns jetzt schon in Runde 3 von 13 und bis auf den kleinen Wackler von Thomas Börling hat es hier noch keinerlei Zwischenfälle gegeben. Die 3 hinter mir, ich blute mich mal. Die 3 hinter mir jetzt alle 2,0 Sekunden, hoffentlich tun die sich nichts da. Und Monza macht sich selbst heute wieder als schnellste Rundstrecke alle Ehre. Ich bin froh, dass ich hier gerade ein bisschen Freiraum nach vorne, nach hinten habe. Ein wildes Gerase hier von den Jungs, einfach nur stark anzusehen. Und hinter AJ Jesse, Pascal Steinke versucht er jetzt an Mark Ruhigschenk vorbeizugehen. Musste aber nochmal zurückstecken, kommt ein bisschen weit raus und sofort ist da Wolfram zur Stelle. Ein teaminternes Duell hier und Wolfram geht da auch sauber durch. Direkt hinten dran schon Luke Rasputic, der sich von ganz hinten auf P9 nach vorn gekämpft hat. Und hinterm Luke auf dem letzten Top-10-Platz Skeletor Don Rangel. Hier Sebastian ist wieder auf 3. Sehr schön. Und hier vorne unser Leader Leon mit einer wahnsinnigen Pace. Eine Rekordrunde nach der anderen. Die letzte Runde eine 2.19 gefahren. Der einzige hier, der aktuell 2.19er Runden gehen kann. Und wie sich das im Qualifying schon abgezeichnet hat, haben wir hier die Black Race-Score auf den Plätzen 1, 2 und 3. So, kurze Zwischeninfo. 5 Liter haben wir zum Schluss über. Und hier fahren wir mal mit Wulle mit. Wolfram von Team Kaltverformung. Auch ein Top-Start in das Rennen hier. Befindet sich aktuell auf P7. Noch vor seinem Teamkollegen Pascal Steinke. Dann George Batev hier wieder auf P12 nach vorn gekämpft. Ich gebe ernsthaft zu, ich habe 61 Prozent verraten. Ja, ich war noch zu unsicher, sorry. Aber gut, 3, 4 Kilo. Und hier auch mal ein Blick nach hinten. Die ganzen Jungs hier alle noch ganz dicht beisammen. Patrick schreibt, wir brauchen das für die Donuts. Unser Ben hier, Ben Summers, Chip Racing, aktuell P15. Vor ihm Jan Stefan, P14, BTR TV Racing Team. Und Thomas Evil Tech Willershausen ist jetzt an George Batev vorbeigegangen, der wieder ein Stück zurückfällt.
Damit Thomas auf P13. Ein super Rennen von ihm bis hierher. Schade, dass sein Teamkollege Byron hier nicht im ersten Rennen mitfahren kann. Da muss Evil Tech jetzt im ersten Rennen hier die Kohlen aus dem Feuer holen. Man sieht hier, die Positionen gehen hier hin und her. Aber alle fahren hier wirklich sehr diszipliniert und rücksichtsvoll. Kein Wunder, wir sind ja nicht mehr einfach nur in einem Spiel. Wir sind ja hier in einem richtigen Rennen mit einem echten Renndirektor. An der Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank an unseren Renndirektor Jeffrey Belk. Ein absoluter Glücksfall für uns, dass unser Kompagnon und ehemaliger Mitstreiter in unserem Team umgesattelt hat auf Renndirektor. Und noch mehr freut mich natürlich, dass er nach meiner Anfrage auch eine Zusage gegeben hat. Aber natürlich hoffe ich, dass er heute hier keinerlei Grund hat einzugreifen. Wilde Kämpfe im vorderen Mittelfeld. AJ Jesse kämpft hier mit Adam Klatka und auch dahinter. Team Kaltverformung ist da im Kampf mit Luke Rasputic, der sich immer mehr nach vorne fightet. Er liegt inzwischen schon auf P8 und auch hier Michael J. Taylor konnte sich inzwischen wieder an unserem Skeletor vorbeikämpfen. Oh, und weiter hinten habe ich gerade gesehen, da ist ein Fahrzeug in die Mauer abgebogen. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Ich glaube, es war George Batev. Wir haben es hier im Bild, das Auto ist auch krumm. Oh, da gab es einen bösen Zwischenfall. Das Schöne ist, wir haben noch 19 Autos im Rennen. Sehr gut. Ich schätze mal, George musste an die Box, aber wir haben ja eine Schnellreparatur zur Verfügung. Ja, Byron konnte nicht starten. Come on, Jan, let's catch Skeletor. Who's Skeletor? Ja, der musste irgendwas machen. Keine Ahnung, Katze muss kacken oder was, ich weiß es nicht. George Batev. Oh. George kommt hier Ausgangsschikane ein bisschen weit raus, verliert sein Fahrzeug und schlägt auf der gegenüberliegenden Seite ein. Ja. Ich glaube, das Fahrzeug ist etwas angeschlagen. Ich glaube, die Karre ist krumm, so wie er rausfährt gerade, ja. Oh nein, und kaum haben wir einen Unfall von seinem Teamkollegen abgearbeitet, da verunfallt hier auch Mark Ruisching. Oh. Ganz unglücklich gelaufen. Da ist Mark mitten auf der Strecke stehen geblieben und Thomas Willershausen und noch ein paar andere krachen da rein. Oh, da werden jetzt so einige an die Box müssen. Okay, next incident. Oh, Mark Ruisching verliert hier in der Parabolika sein Auto und räumt hier AJ Jesse ab. Rollt da unglücklich auf die Strecke zurück und da kracht er hier Jan Stefan und Thomas Willershausen rein. Da müssen jetzt 4 Autos an die Box und ihren Fast Repair ziehen. Sehr schade. Doppelschlag für Team Safas. Sehr schade. Und Luke kämpft sich jetzt hier bis auf P3 nach vorne. Wow. Oh nein, und jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Leon Forst ist hier weg. Er hat die Connection verloren. Probleme mit seinem PC. Ach, schade. Ach, schade. Und während die Jungs hier kämpfen, hat man noch mehr Zwischenfälle, die wir uns mal anschauen sollten. iRacing läuft weiter oder komplett aus? Russell. Russell. Eieiei. Oh, der nächste dahinter. AJ Jesse kommt da auch angeflogen. So spät, das funktioniert nicht. Und da musst du aufmachen. Sonst musst du halt die Slowdown in Kauf nehmen, aber dann prügelst du halt ein bisschen geradeaus über die Curbs da. Es ist da hinten im Feld aber so einiges los. Oh, ätzend, Während sich Sebastian jetzt auch so langsam von seinen Gegnern absetzen kann. Jetzt Doppelführung. Tommy in Führung vor Sebastian. Ja, der Leon hatte einen Disconnect gehabt. Voll ätzend, Und Luke auf P3. Unser Wolfram hat sich inzwischen auf P4 nach vorn gekämpft. Dahinter auf 5 Adam und auf 6 haben wir Michael J. Taylor. In Führung liegend, was ein Scheiß. See if we can catch Mike Pascal and Skeletor. In der Zwischenzeit hatten wir noch einen kleinen Zwischenfall im Hinterfeld, den wir jetzt mal nachreichen. Winter? Oh, Winter. Unser Byron versucht hier auch nochmal rauszufahren, schmeißt aber sein Fahrzeug gleich in der ersten Schikane weg. Winter dreht sich. Eieiei, wohin? Und ich glaube, Byron ist ein bisschen frustriert und lockt sich hier direkt in die Box. Hallo? Auch in die Box? Allerdings, wie ihr wisst, haben wir hier eine Schnellreparatur zur Verfügung, sodass die Jungs jetzt nochmal rausfahren können. Natürlich hat man da keine Chance mehr auf die vorderen Plätze, aber man kann das Rennen wenigstens beenden. Ist iRacing komplett ausgegangen oder ist nur deine Internetverbindung abgerissen? Durch die Zwischenfälle ist jetzt hier das Ranking ein bisschen durcheinander geraten. Unser Skeletor Don Rangel inzwischen auf P8, dahinter Ben Sommer. Hast du mal ein Programm, damit du mal die Temperaturen von deiner Grafikkarte und deiner CPU mal überwachst? Nicht, dass die zu warm wird und dann irgendwann mal abschaltet. Es gibt da HW-Monitor zum Beispiel.
Robert Simpkins hier auf dem letzten Top-10-Platz hat ein bisschen den Anschluss nach vorn verloren. Auf P11 haben wir seinen Teamkollegen Kleber Botaro Mora. Auf P12 haben wir dann AJ Jesse, der auch schon so ein paar Zwischenfälle hatte. Google mal HW Monitor, das ist ein Programm, da kannst du die ganzen Temperaturen P13 dann hier Thomas lassen. Burling, der mit Russell Hamilton um die Position kämpft. Und da ist Russell auch wieder durchgegangen, ein sehr solides Rennen bis auf den kleinen Rutscher vorhin. Auf dem 15. und damit letzten Punkteplatz liegt George Bartev und hinter ihm auf P16 Jan Stefan. Und ich denke mal, hier wird es jetzt den nächsten Angriff geben und Thomas Burling wird sich da den Platz wieder zurückholen. Aber so wie es aussieht, hat er dadurch den Unfall auch ein bisschen an Topspeed verloren, denn er kommt hier trotz Windschatten irgendwie nicht vorbei, habe ich gerade gesehen. Tommy hier vorne weiterhin souverän in Führung vor seinem Teamkollegen Sebastian. Aber von hinten kommt jetzt Luke mit Riesenschritten immer näher. Und in seinem Windschatten hier Adam Klatzka und Wolfram Pfund. Und jetzt hier aus dem Windschatten raus Angriff. Oh nein, das ist schief gegangen. Boah, da hat AJ aber Luke voll hinten an der Ecke erwischt und Luke ist da eingeschlagen. Da kullert auch das Rad über die Strecke hier. Wahnsinn. Oh no, Luke ist kaputt. Herrlich, und wir hören es gerade von Ben. Luke ist kaputt. Super ausgedrückt. Luke ist weg, ja. Sieht so aus. I missed it, sorry, man. Ach, und wir hören es gerade, Luke hat sich da verschalten. Ach, sehr, sehr schade. Das müssen wir uns auch gleich nochmal angucken. Dadurch natürlich die anderen jetzt einen Platz nach vorn gerückt. Luke hat einen Unfall. Unser Ben inzwischen auf P8, Robert Simpkins auf P9 und sein Teamkollege Kleber auf P10. Da stehen einige in der Box. AJ Jesse P11 und Russell Hamilton inzwischen auf P12. Hälfte rum schon, ne? Hinter ihm Thomas Burling P13, George Bartev P14. Oh, 21 point. Oh, Ja, 18. halt, ne? No, 0.5. I think that's what it did in qualifying. Come on, ich starte schon noch mit Let's go. Ja, du startest auch das zweite, bist du auch wieder. Wir haben alle Unfälle gehabt da, oh Mann. AJ, oh, AJ hinter Luke. Oh. Das war krass und ich bin direkt dahinter gewesen. Aber was, wieso räumt er denn? Weil Luke sich verschaltet hat er gesagt. Ach, und hat den Gang nicht reingekriegt. Der hat den nächsten Gang nicht mitgekriegt. Und AJ hat ihn soeben gestriffen noch. Und ich bin doch soeben dran vorbeigekommen. Muss man sagen, da hatte Adam aber verdammtes Glück, dass er das überlebt hat. Und jetzt hier auch sogar auf Platz 3 liegt. Ne, Platz 4. Wolfram liegt vor ihm. Und hier das Duell zwischen Mike Trillex und Skeletor geht jetzt schon über mehrere Runden. Davor kämpfen die beiden Teamkollegen Adam und Wolfram um die Position. Herrlich. Das sieht man an den zwei Jungs auch, dass sich das Testen hier gelohnt hat. Der dritte im Bunde, Team Kaltverformung dahinter. Allerdings haben Mike Trillex und Skeletor da aufgeholt. Muss ich sagen, ein super starker Saisonauftakt hier für Don Runkel, was mich wirklich sehr freut. Unser Ben feuert sich selber an und wir haben jetzt schon mittlerweile Halbzeit überschritten. Schade, dass wir vorhin so viele Zwischenfälle hatten. Ansonsten war das bis hierher ein Top-Rennen und vor allen Dingen sehr, sehr fair. Wir haben ja hier auf dem Kurs schon das ein oder andere Testrennen absolviert. Und unsere Befürchtung war ja, dass sich hier in der ersten Runde gleich alle schlachten. Zum Glück ist diese Befürchtung nicht eingetreten. Ein schönes Rennen von den Jungs hier und auch die Zwischenfälle hatten, sind inzwischen wieder rausgefahren und liefen sich immer noch ein schönes Rennen. Ihr wisst, bis P15 gibt es Punkte und die zwei bestplatzierten Teamfahrer sind ja hier auch punkteberechtigt, so dass es sich lohnt, nochmal rauszufahren und um jeden Punkt zu kämpfen. Auch unser Freund aus Brasilien hier, Kleber Botaro Mora vom Team Checkered Past Racing, hat hier heute einen sehr, sehr soliden Saisonauftakt und liegt hier in den Top 10. Oh, that's a shame. I messed up. Desmo 2. Never mind, keep going. Unser Ben liegt hier auch auf einem mehr als soliden 8. Platz und sein Teamkollege 2 Plätze vor ihm, P6. Oh, look at Byron. Ja. Byron und Thomas are in the pits. Ja, die werden sich wahrscheinlich auch da gegenseitig da schön Windschatten geben, damit sie sich da... Tommy weiterhin souverän in Führung liegen, kann sich hier gechillt mit seinen Teamkollegen unterhalten. Und Sebastian, Tommys Teamkollege, ist der Einzige, der ihm da folgen kann. Also mein Spritrechner sagt... 15, mein Spritrechner sagt... 0,7 zum Schluss. Und hier gibt es jetzt aus dem Oval raus auf der Langgeraden den nächsten Zweikampf.
Michael J. Taylor gegen Pascal Steinke. Don Skeller-Goranke lauert hinter den Jungs auf seine Chance. Und auch davor, Wolfram und Adam, Pascals Teamkollegen, sind da unerbittlich in einem Zweikampf. Diese Strecke und vor allem diese Streckenkombination war ein ganz, ganz großer Wunsch der Community. Und ich bin froh, dass wir die Strecke hier gleich zum Auftakt im Kalender haben. Was sagt denn dein Sprit? Ja. Guck gleich mal. Tommy und Sebastian haben inzwischen über 5 Sekunden Vorsprung auf Wolfram und Adam. Wie nennt man eine Kurve Scheiße? So. So wie es aussieht, könnte sich auch Leon wieder einloggen. Einer sagt jetzt noch 5,4. Ich habe noch eine Runde mehr, 6,3. P18. Er ist auch wieder rausgefahren, fährt im Feld hinterher und eine Rekordrunde nach der anderen, wie man sieht. Bleibt da noch? Nur das Team Northern Winter steht komplett an der Box, was sehr, sehr schade ist. Who's in P18? Hoffen wir mal, dass Byron und Thomas dann wenigstens im zweiten Rennen einen Angriff nach vorne starten können. What's going on? Inzwischen hat sich das hier vorne jetzt alles auch ein bisschen beruhigt und Wolfram kann jetzt einen kleinen Vorsprung auf Adam rausfahren und auch Pascal kann sich da ein bisschen befreien vom Michael J. Taylor und von Don Ranke Jr. Also wenn du nur mit... Leon. Ich weiß nicht, wie dein... Leon's coming back from the internet issue. And now he's going Also 5 faster Runden noch, than anyone. sagt er. Well, he's so far behind, unfortunately, so he's not going to be able to make it up. Okay, dann bist es hoffentlich safe. Ja, wir sind schon trotzdem. Come on. Ihr habt gerade gehört, 5 Runden stehen noch auf der Uhr und jetzt gibt es hier wahrscheinlich den nächsten Angriff. Michael J. Taylor gegen Pascal Steinke. I'll be Jim. Herrlich, wie die Jungs hier das alte Oval entlang brettern. Ein berauschendes Gefühl. How comes Mike is Mike 3 Und Don dahinter verliert jetzt ein kleines bisschen den Anschluss. Ein bisschen mehr als 1,5 Sekunden sind es schon. Just realised that. Und jetzt gehen hier Pascal und Michael in die Parabolika. Everyone's got the, like, Seite an Seite. Mal schauen, wer da als erster wieder rauskommt. Und so wie es aussieht, hat Pascal da einen besseren Exit und kann sich da wieder durchsetzen. Aber jetzt gibt es hier mit Sicherheit den nächsten Angriff. Das geht hier hin und her. Ein tolles Duell von den Jungs hier. Mein Spotter sagt, Yeah. Und auch hier vorne das teaminterne Duell um den letzten Podiumsplatz geht hier in die nächste Runde. Adam und Wolfram Seite an Seite. If we get the Und da hat sich wohl auch wieder durchgesetzt. if we get the pack for the cameras, can that be used for on the replay? Ein absolutes Top-Rennen heute von Wolfram. Das hätte ich so nicht erwartet. Aber da sieht man mal, dass sich Vorbereiten lohnt. Und die Jungs haben sich hier top vorbereitet. Team Kaltverformung präsentiert sich hier geschlossen zur Saisoneröffnung an der Spitze. Ich glaube, die Jungs müssen wir neben der Black Tea Race Crew ganz oben auf dem Zettel haben, wenn es um die Teammeisterschaft geht. Vorsicht. Heißt, hab ich Rückspiegel geschaut so und dann selber Zeit verloren jetzt. He's lost the draft. wir haben immer noch 5 Sekunden. Schade, dass Luke da ein bisschen die Qualifikation versemmelt hat und dann auch vorhin den Zwischenfall hatte. Er wäre heute ein ganz heißer Kandidat auf den Sieg gewesen. I am rubbish at Ascari. Really am. I've never been good at Ascari. Aber ihr kennt sicher alle die alte Rennfahrerweisheit. If you want to finish first, first you have to finish. Und Luke hat sich ja quasi leider selbst aus dem Rennen genommen. Allerdings, wie ihr wisst, haben wir nachher eine kurze Pause und dann ein zweites Rennen, sodass es für den Luke auch noch eine zweite Chance gibt. Auch Russell Hamilton hat heute einen sehr, sehr sauberen und soliden Start hier in die Saison und liegt gut in den Punkten. Ein Stück dahinter hier kämpfen George Bartev und Jan Stefan um die Position. Das Team Safa hat nach Zwischenfällen gebeutelt und schwer nach hinten geworfen. George hier der Einzige, der jetzt hier noch um Punkte kämpfen kann. Und ich denke mal, jetzt wird es hier den Angriff auch geben von Jan Stefan. Da geht er auch nach außen. Seite an Seite. Mal schauen, ob Jan den Geschwindigkeitsüberschuss da ausnutzen kann. Oh, I don't understand how you can't lock in. I don't understand that, Patrick. Doesn't make sense. So wie es aussieht nicht, denn George Bartev kann da wieder nach vorn gehen. Allerdings wird für beide weder nach vorne noch nach hinten was gehen. Denn sowohl nach vorne als auch nach hinten haben sie ja jeweils 23 Sekunden Abstand. Jetzt hier der nächste Angriff. Seite an Seite geht es wieder ins Oval rein. Schauen wir mal, wer von beiden das bessere Setup hat.
Sicherheit gerade, oder? I got it. Hm? I got it. Ich hab doch Sicherheit gerade, oder? In der Pitana. Ich fahre, wie ich fahre. So, okay. Ich dachte, du fährst so strategisch. Ja, wir machen gut, ne? Auf 3 und 4. Ja. Tommy und Sebastian haben inzwischen über 5 Sekunden Vorsprung und Wolfram liegt hier immer noch auf P3 vor seinem Teamkollegen Adam. Wow. Pascal Steinke weiterhin auf dem 5. Platz, Michael J. Taylor P6. Das war auf jeden Fall vom Risiko reduziert. Don Skeletor Runkle P7, P8 dann unser Ben. Auf 9 haben wir hier Robert Simpkins und auf 10 mittlerweile AJ Jesse wieder nach vorn gefahren. Roberts Teamkollegen Kleber Botaro Mora und Russell Hamilton liegen dann auf den Positionen 11 und 12. Ein sehr sauberes und solides Rennen von beiden und ein wirklich starker Auftakt in die Saison. I'm not going any faster than Don. Got the same speed. Ah, Leon. Wolltest du gerade mal? Die Jungs befinden sich aktuell in Runde 10 von 13. Das heißt, wir haben noch 3 Runden zu gehen. Und vorne an der Spitze scheint erstmal soweit alles geklärt. Und wie viel ist zu P16? Zero. That is my fastest. That's my PB, I think. Hier haben wir George Bartev und Jan Stefan mal im Bild, die letzten Punkteplätze. Have I done a 220 in practice? Maybe with draft. Ich weiß gar nicht, wie das ist jetzt mit den Teampunkten. But I don't think I'm without draft. I think that's my best ever time. Stand jedenfalls so in den Regeln. Also der Drittplatzierte wird immer gestrichen. Und unser Tommy kennt die eigenen Regeln nicht. Might 3 legs across the draft, maybe. Sure. Alles in allem können wir jetzt schon resümieren, war das ein sehr, sehr gelungener Auftakt, bis auf die paar kleinen Zwischenfälle, die jedoch nicht beabsichtigt waren. Ein sehr, sehr faires und sauberes Rennen und genau das, was wir uns hier auch erhofft haben. Von insgesamt angemeldeten 20 Fahrern stehen nur 2 an der Box, wobei Byron gar nicht starten konnte heute. Besten Zweitsehen, sagt der Patrick. Danke. Tommy und Sebastian gehen jetzt in die vorletzte Runde. Inzwischen haben sie 6 Sekunden Vorsprung. Adam AJ Glatzka konnte inzwischen unseren Wolfram Wolle wieder überholen. Insgesamt ein absoluter Top-Auftakt für Team Kaltverformung. Wir haben hier die 2 Jungs mal im Bild, die immer noch um die Position kämpfen. Das geht hier die ganze Zeit hin und her. Der dritte im Bunde, Pascal Steinke, direkt dahinter mit ein bisschen Sicherheitsabstand, der inzwischen auch schon auf über 4 Sekunden angewachsen ist. Er kämpft da immer noch mit Michael J. Taylor und Don Runkle Jr. um die Position, obwohl Don da jetzt auch schon ein ganzes Stück zurückgefallen ist. Adam und Wolf haben schon das ganze Rennen hier Seite an Seite, ein herrlicher Anblick. Und dass Wolfram hier heute um den Podiumsplatz kämpfen kann, das hätte ich vorm Rennen nicht gedacht. Vielleicht hat Marc keinen Sprit mehr. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mein eigentlicher Geheimfavorit heute für das Rennen hier war Luke Rasputic. Allerdings war bei ihm im Qualifying fürs erste Rennen schon der Wurm drin. Und Luke hat sich ja dann mit seinem Verschalter selber aus dem Rennen genommen, was ich wirklich sehr, sehr schade fand. So hatten die Jungs von der Blacktree Race Crew vorne freie Fahrt. Und so wie es aussieht, werden Tommy und Sebastian das auch gemeinsam nach Hause fahren. Ich weiß nicht, inwieweit es da Absprachen zwischen Tommy und Sebastian gibt, aber ich würde mir in der letzten Runde einen Kampf wie beim Team Kaltverformung zwischen Wolfram und Adam wünschen. Oh, er ist wieder runtergefallen. Muss er irgendwie in seinen Internet-Settings was ändern. Auch der Saisonauftakt für unseren Skeletor Don Runkle Jr. heute mega sensationell, das hätte ich so nicht erwartet. Too fast, too fast, too fast. Why you little? Oh no, diese Kameraeinstellungen hier für diese Strecke, die sind wirklich fürchterlich und ich hoffe, dass der iRacing bald mal eingreift. Wir haben im Vorfeld selbst versucht, hier ein paar Kameras zu installieren, was uns leider nicht so richtig gelungen ist, weil Monza hier vor allen Dingen diese Streckenkombination ziemlich speziell ist. Letzte Runde. Und ihr habt es gerade gehört, Tommy und Sebastian eröffnen jetzt die letzte Runde. Overtrying now. Yeah, strange, Patrick, isn't it? Because you were okay with getting into the normal practice sessions in the week. White flag this time. You've had no problems before. Strange. Go, 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 go! Auf den hinteren Positionen ist inzwischen soweit alles geklärt.
Nur vorne zwischen Tommy und Sebastian könnte es vielleicht noch einmal eine Verschiebung geben, sofern sich der Sebastian traut, den Tommy anzugreifen. We're gonna take some fuel out of the next time. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da Absprachen gibt. If on the last lap, why would you fucking go? Und da hat Sebastian jetzt hier in der letzten Runde noch einen Angriff gesetzt. Da hat es wohl doch keinen Nicht-Angriffspakt gegeben. Sieht aber nicht so aus, als ob sich Tommy da sehr hart dagegen wehrt. Am Ende zählt ja dann auch das Teamergebnis, was mit P1 und P2 absolut optimal ist. Can't go any faster. My foot's buried to the floor. Buried to the pedal to the metal. Oh, und so wie es aussieht, hat der Tommy auch ein bisschen mit den Reifen zu kämpfen. Hat man gerade ein paar kleine Rutscher gesehen und sofort ist ein kleiner Abstand da. Und auch direkt dahinter die Positionen scheinen jetzt geklärt. Adam vor Wolfram, da wird nicht mehr viel passieren. Aber hier das Duell um den Sieg scheint noch nicht geklärt. Tommy konnte sich da wieder ranfahren, die letzten Meter. Ausgang Askari, mal sehen, wer sie besser erwischt. You gotta go. Oh, Tommy hier auf der letzten Rille unterwegs, aber Sebastian hat hier einen Top-Exit und ich glaube nicht, dass Tommy da in der letzten Kurve nochmal angreift. Ich musste das doch kriegen, ja. Na, scheinbar hat er den Sieg hier doch noch nicht aufgegeben, aber wir haben ja nur noch die letzte Kurve hier und die meistert Sebastian hervorragend. Aber du weißt ja, ne, wie der Senna hat dem Berger auch den ersten Platz geschenkt. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch und damit geht der Premierensieg an Sebastian Starke. Black Tree Race Doppelsieg. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Und auf den Plätzen 3, 4 und 5 haben wir Team Kaltverformung komplett. Adam Klatzkau vor Wolfram Pfund und Pascal Steinke. Alle, Junge. Nein, aber pass auf, ich habe mich null gewehrt. Erstmal vielen Dank für das Setup, so mega. Und herzlichen Glückwunsch. Michael J. Taylor auf P6 und Don Rugged Jr. auf P7. Unser Ben P8. Robert Simpkins auf 9 und AJ Jesse vervollständigt die Top 10. Alles top, super. Ich kann mich nie einloggen, ich fliege immer wieder raus. Okay, Patrick, pass auf. Dann geh mal bitte in deine iRacing-Einstellungen, in dem UI, guck mal irgendwo bei Settings, da kannst du deine iRacing-Einstellungen ändern. Da steht irgendwas von deiner Internet-Connection. Stell das mal von DSL-Kabel auf was anderes runter. Vielleicht liegt's. Wo? Bei Settings? Ja, irgendwo bei Profil, Internet-Connection steht da. Profil, Second race. I think there's a second race. Okay, weißt du, wo eine schöne Stelle ist zum Donuts machen, Sebastian? Da ist ein Parkplatz. Jungs, ganz herzlichen Glückwunsch. AJ, top gefahren. Super Ergebnis. Hier, ich habe Probleme, ich kann mich nicht einloggen. Die ganze Zeit. Ich habe jetzt hier auf mehreren Twitches jetzt hier das Rennen verfolgt und das war ja spannend wie Sau. Super gemacht, Jungs, top. No, jetzt sind 10 Minuten Pause und ich drücke euch für nachher die Daumen. Ich versuche das hier irgendwie zu kitten und nach dem Rennen treffen wir uns alle im Chat und feiern. Ja? Machen wir so. Super, weiter so. Bleibt fürs nächste Rennen dabei, ne, Jungs? Please stay on the server. Ja, vielen Dank, bis gleich. Ciao. Another race. 13 laps. Stay on the server, please. Und während Tommy hier den Jungs noch letzte Instruktionen gibt für das zweite Rennen, schauen wir uns jetzt nochmal die Highlights vom ersten an. Yeah, I got the win. Ja, liebe Zuschauer, das war doch schon mal ein Auftakt nach Maß.
Was für ein spannendes Rennen. Und ein Doppelsieg für die Black Tree Race Crew. Wow, nicht schlecht. Da bin ich schon mal gespannt auf das nächste Rennen und ich hoffe ihr auch. Würde ich sagen, bis gleich. Da müssten wir wissen, was wir das müssen wir haben.
WG. Da müssen wir bei den Specs gucken. Aber ich weiß nicht, was ist das denn für ein Motor? That's next weekend. So we've got the lowest Ist das wing on Mercedes back. oder ist das On mehr the so front we've got one Volkswagen click oder? up. AOC, keine Ahnung. Oh, do we dare try it without the last click? I don't know. Was hast du für Ja, eine liebe Auflösung? Zuschauer, Rennen 1 war doch schon mal richtig spannend. I'm just doing a couple of laps now. Und wir bewegen uns jetzt langsam auf das Rennen 2 zu. In ein paar Minuten müsste es dann Also ich auch würd losgehen sagen, und die so Jungs, die machen sich jetzt alle schon mal 20 bereit. Hertz. Die Startaufstellung für das zweite Rennen ist das Ergebnis des ersten Rennens. Da ist uns leider ein kleiner Fehler unterlaufen. Normalerweise sollte das Qualifying für beide Rennen gelten. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt alle 20 Fahrer im zweiten Rennen am Start und da bin ich schon mal sehr gespannt. Maybe slightly quicker, more 20s. Ähm, So we started Ja, dann Tommy, müssen 14th and 15th last time. This Tommy, time ist we das started der zweite Start 6th so and 8th, wie I think. Qualifying oder so wie further Film? up, so maybe we'll stick with the so wie Qualifying, maybe, or at least Das Warm-up läuft hier noch eine Minute und dann beginnt die Startaufstellung fürs zweite Rennen. Ja, genau dieselbe. Ja, wir Tommy und Sebastian starten wieder von ganz vorn. Bei der Dominanz im ersten Rennen hoffe ich mal, dass es im zweiten Rennen ein bisschen spannender wird im Kampf um die Spitze und dass da noch ein paar andere Jungs mit eingreifen können. werden jetzt quasi ganz hinten gestartet. Vielleicht kann ja einer von den Jungs vom Team Kaltverformung vorne mit eingreifen. Auf jeden Fall muss Leon von ganz hinten starten und auch Luke Rasputic, der hier sehr, sehr schnell ist, muss von weit hinten ins Rennen gehen. Das machen wir nochmal so. What happened to Paddy? Aber auch Chip Racing liegt hier gut im Rennen. Oh, I saw him off at the exit to Lesmo 1 there. Michael J. Taylor startet von P6 und Ben startet von P8. Da ist auch so einiges drin. I don't actually know. Das Warm-up ist jetzt beendet und die Startaufstellung beginnt. Hier bei unseren Rennen gibt es nur eine Minute Vorbereitungszeit. Das heißt, man muss sich beeilen. Good up. Okay, spare. Ich bin Erster. Und Tommy wie immer der allerletzte auf dem allerletzten Drücker in den Grid rein. Right, follow the three legs. Ja, warte. Don Runkle is Skeletor. Okay, guys, looks like that we start, Michael gets a good start. especially as we came in. That was not If I could expected. get Sorry for a that. lightning start as well. So, und damit hat sich das Feld jetzt auch aufgestellt. Luke Rasputic und Robert Simpkins starten aus der Box. Ja, du Okay, wirst das dein Rennen. Tron best to really Du go. wirst dein Rennen des. Gotta get a Ja, bang. Gotta viel get a Glück bang on start. dabei. Und jeden Augenblick müsste dann auch die Ampel erscheinen und Rennen 2 freigeben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh Grüne nein! Flagge und das zweite Rennen ist freigegeben. Oh, Oh nein, Scheiße. Tommy bleibt da stehen. Ach du Schande. Au. Oh. Oha. Ganz böser Startunfall. Die Autos sind da geflogen. Tommy kann da noch weiterfahren, aber ich glaube, da mussten sich jetzt einige an die Box locken. Ich sehe da auch, unser Ben war damit involviert und ich habe die Jungs von Team Savas fliegen sehen. Das müssen wir uns gleich schon mal in Ruhe anschauen. Ach, ganz mieser Start in das Rennen 2. Ganz vorne Adam Klatka. It was my fault, guys. The first gear didn't get in. So sorry for that. I can't believe it. Ganz vorne Adam Klatka vor seinem Teamkollegen Wolfram Pfund und Pascal Steinke. Die Jungs vom Team Kaltverformung sind da ungeschoren durchgekommen und haben sich direkt an die Spitze gesetzt. P4 Sebastian Starke und auf dem 5. Platz haben wir Michael J. Taylor, gefolgt von Don Runkle Jr., Tommy auf P7. Zu viel gelabert am Start, Mann. Tommy dreht den Motor hier hoch und kriegt den Gang nicht rein. Ja, das hier ist natürlich, also das ist eine absolute Was denn? Vollspacken-Katastrophe. Das ist das Geilste. Wer ist das? Mark Rutschenk, der da in der Luft hängt? Jetzt. Das sieht so geil aus. Fly me to the moon. Ach, und das halbe Feld liegt ja schon am Start in Trümmern. Someone, Ben ist dann noch unterwegs, hinter ihm Robert Simpkins, der gerade aus der Box gekommen ist. Und vor ihm unser Byron. Den haben wir hier im Bild. oh, yeah. Got no. Gemeinsam mit Luke Rasputic, der ist ja auch aus der Box rausgefahren und hat sich schon nach vorn gearbeitet. Dann haben wir hier Leon, der scheint da in einen Startunfall mit verwickelt worden zu sein. Dem fehlt ein Stück von seinem Frontflügel. Vorm Leon hier Thomas Willershausen.
Dann haben wir hier Kleber Botaro Mora, unseren Tommy und vorm Tommy Lenker steht ein bisschen schief, Don Rangel Jr., der hier mit der Spitze noch mithalten kann. Ganz vorne an der Spitze das komplette Team Kaltverformung. Can't believe it was a car right near the front of the grid and it didn't go. Adam A.J. Glatzka, gefolgt von Wolfram Wulle Pfund und Pascal Steinke auf P3. Ärger. Ach, und unser Tommy tut mir leid, so wie ich ihn kenne, wird er sich gerade in Grund und Boden ärgern und schämen. Das kann jedem mal passieren. Ich versuche nochmal draußen zu bleiben. Ich muss mal gucken, was die Topspeed sagt. Und wir sehen es da gerade noch im Augenwinkel, die Boxengasse ist randvoll. Die Jungs stehen da und lassen ihre Autos reparieren. Wolfram Pfund greift jetzt hier an und geht jetzt hier an die Spitze, vorbei an Adam Glatzka. Tolles Überholmanöver. Damit jetzt wurde an der Spitze. Was für ein Mega-Auftakt in das Rennen für ihn. Aber jetzt gibt es hier einen direkten Gegenangriff. Adam innen, Wulle außen. Seite an Seite geht es hier in die Steilkurve rein und da kann sich AJ wieder nach vorn setzen. Aber das Spielchen wird jetzt so eine Weile hin und her gehen und auch dahinter geht es rund. Pascal ist da verstrickt in einen Kampf mit Michael J. Taylor und Don Rangel Jr. Und ich bin mir ganz sicher, die Positionen werden jetzt hier hin und her gehen auf der Langgeraden. Und wieder ärgern uns hier die Kameras. Gerade noch im Augenwinkel gesehen, wir sehen es hier, jetzt steckt Wolfram seine Nase wieder nach vorn. Die ersten 6 hier vorne konnten sich schon ein bisschen vom Feld absetzen, wobei jetzt Don Rangel wieder ein kleines bisschen zurückfällt. Ja, 312 kriege ich auf der Geraden hin. Ben hier auch nach Boxenstopp wieder rausgefahren und Tommy hat so ein leicht verbogenes Auto. 7. Kein Wunder bei dem Durcheinander am Start. Und hier in der Verfolgergruppe hat sich jetzt Sebastian durchgesetzt und auf P3 geschoben. P4 wie gesagt Pascal Steinke und auf dem 5. Platz jetzt Michael J. Taylor. P6 ein kleines bisschen zurück, unser Skeletor Don Rangel und auf P7 haben wir einen Tommy. P8 dann Evil Tech Tom Willershausen und auf dem 9. Platz unser Byron. Nachdem das Team Northern Winter im ersten Rennen leer ausgegangen ist, liegen sie jetzt hier im zweiten dick in den Punkten und hinterm Byron dann Luke Rasputic. Da scheinen Byron und Thomas halbwegs ungeschoren durch das Startgetümmel gekommen zu sein. Oh, und da scheint Pascal einen kleinen Wackler gehabt zu haben, denn Don Rangel ist an ihm vorbeigegangen. Tolles Überholmanöver. Und wir hatten einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten hin. Fehler gemacht da. Am 3. Platz liegend. Luke und Byron schmeißen jetzt synchron ihre Kisten in der Schikane in die Botanik. Oh nein! Ich denke mal, Byron war ein bisschen erschrocken. Nichts passiert, beide können weiterfahren. Ja. Unser Skeletor Don Rangel Jr. hat heute einen super Tag erwischt. Ein absolut toller Start in unsere neue Rennserie hier und in die Saison. Das ist aber auch ätzend da. Das ist beim Start, das ist total schmal. Er hat auch keine Chance irgendwie auszuweichen. Unser Tommy ärgert sich immer noch über sein Missgeschick und man sieht hier, die ganzen Jungs sind alle wieder aus der Box rausgefahren. Das hat sich auch gelohnt, denn ihr wisst, bis P15 gibt es hier Punkte. Und jeder Punkt zählt für die Meisterschaft, vor allen Dingen für das Team. Schade für das Team Savas, beide Jungs ganz nach hinten geworfen, nachdem sie schon im ersten Rennen Pech hatten. George Bartev liegt auf dem letzten Punkteplatz, hinter ihm Jan Stefan, auf P17 haben wir dann Mark Ruikschenk, P18 AJ Jesse und P19 Russell Hamilton. Oh, da gibt es auf jeden Fall was zu reviewen nachher da beim Start. Wenn da einer protestet, weil er unter Gelb nicht aufgepasst hat. Und wir sehen hier, der Kampf zwischen den Jungs tobt hier wieder hin und her und wir hatten da auch gerade einen kleinen Zwischenfall, den wir uns nochmal anschauen sollten. Schalten wir direkt hin. Wolfram und Adam hier vom Team Kaltverformung räumen sich fast gegenseitig hier auf der Gegengeraden ab. Oh! Ja, das war, weil ich zu wenig Sprit hatte und habe unterwegs nachgeguckt, wie viel Sprit ich habe. Oh, Wolfram, zu wenig Sprit. Ja, wir müssen das ändern. Hier haben wir mal Evil Tech Thomas Willershausen im Bild. Für ihn läuft das zweite Rennen hier hervorragend. P8, absolut top. Luke inzwischen auf P9 und unser Byron auf P10. Und Leon, der so einen guten Start in das erste Rennen hatte und dann leider weggeploppt ist, liegt hier auf P11, aber inzwischen 14 Sekunden weg von den Jungs vorn.
Und wie ihr seht, hat auch Leon einen kurzen Boxenstopp gemacht und sein Auto repariert, um wieder rauszufahren und das Rennen hier zu beenden. Und wie ihr seht, lohnt sich das auch. P11, dafür gibt es ein paar Punkte. P12 hier, Kleber Butaro Mora, unser Freund aus Brasilien. P13 haben wir dann unseren Ben Summers. P14 Robert Simpkins. Und den letzten Punkteplatz hält weiterhin George Batev. Und durch das Turbabo am Start hat sich das Feld natürlich jetzt gewaltig auseinandergezogen. Das halbe Feld ist ja jetzt hier im zweiten Rennen mit Einstoppstrategie unterwegs. Aber wir befinden uns ja gerade erst in Runde 3 von 13, also haben wir noch einen sehr weiten Weg zu gehen heute. Hä? Wieso sagt er nicht? Wieso muss ich denn... Unser Tommy liegt trotz seines Missgeschickes am Start immer noch sehr gut im Rennen. Und hier hinten gibt es jetzt ein Duell. Jan Stefan gegen George Batev. Da geht es um den letzten Punkteblatt. Seite an Seite donnern die zwei Jungs hier auf die Curva Grande zu. Schauen wir mal. Oh nein, da berühren sich beide und George Batev fliegt ab. Was für ein Unglück für ihn heute. Helmut Weber ist gar nicht hier. Und ich glaube, damit dürfte für George das Rennen endgültig beendet sein. Er hatte ja vorhin schon seinen Fastflugberg gezogen. Ein ganz unglücklicher Auftakt in die Saison für Team Safas. Und unser Bayern hier auf P10 hat inzwischen den Anschluss nach vorne ein bisschen verloren. Luke ist da schon 3,5 Sekunden weg. Und wir schauen uns jetzt nochmal schnell den Unfall zwischen George und Jan an. Leon, ich fühle mit dir. Jan Stefan und George Batev, Curva Grande. Wow. Curva Grande ist. Nee, oder? Wo sind wir hier? Selbe Situation wie im Testrennen. Ja, hier meine Regeln nicht beachtet hier. Der George Batev und der Jan Stefan. Der Jan Stefan hätte bremsen müssen. Scheiße. Also das hätte der protesten können, der George Batev. Weißt du, ich meine? Allerdings hat George das nicht getan und so bleibt dieser Unfall ohne Folgen, während jetzt hier Sebastian an die Spitze gegangen ist, von uns völlig unbemerkt. Oh nein, wir hören es gerade. Die nächste Hiobs-Botschaft für Team Safas. Mark Krugschenk hatte da einen Zwischenfall, schalten wir direkt hin. AJ, ai. Oh, Freunde. Ach du Scheiße. Mark Krugschenk. Askaris war das, ne? Ja. Oh, schade, damit dürfte das Rennen für beide zu Ende sein. Doppelausfall für Team Safas. Dafür sind die Jungs hier vorne dicht beisammen. Wobei wir hier sehen, dass sich Sebastian schon wieder von den Jungs absetzen kann. Und Wolfram fährt jetzt hier an die Box. Ich hab's gewusst. Zu wenig Sprit. Wallace in der Box. Oha, wir hatten das erst vor ein paar Wochen. Und Wolfram tappt hier wieder in dieselbe Falle. Ach, schade. So eine tolle Ausgangsposition. Aber ich glaube, er wird sich selber am meisten hier ärgern jetzt gerade. Wolfram hätte hier heute um den Sieg mitkämpfen können. Jetzt müssen Adam und Pascal die Kohlen aus dem Feuer holen. Und hier vorne an der Spitze gab es jetzt eine Verschiebung. Michael J. Taylor hat sich vorbeigeschoben an Pascal Steinke und jetzt setzt auch Don Ruggle Jr. an. So eine starke Performance von Skeletor heute. Ja, jetzt komme ich wieder auf den Namen. Patrick. Adam Glatzka, genau. P13, maybe P12. Schön, dass unser Tommy da wenigstens noch ein bisschen lachen kann. Er hat ja durch Wolframs Missgeschick jetzt hier auch wieder eine Position gut gemacht. Don Ruggle gegen Pascal Steinke, die Positionen wechseln hier ständig und auch hier vorn. Michael J. Taylor kämpft da mit Adam Glatzka um P2. Und wieder kann sich hier Michael durchsetzen, Curva Grande. Und Ben sagt's, Michael hat sich da durchgesetzt. Adam weiterhin auf P3, Pascal Steinke P4 und Don Ruggle P5. Ich fahre noch vorne weg gerade. Hab 2,3 Sekunden auf dem Mai. Hier mal ein Blick ins vordere Mittelfeld. Thomas Willershausen auf P7, auf P8 haben wir dann Luke Rasputic und auf P9 unseren Byron. Sehr solide beide Northern Winter-Fahrer hier im zweiten Rennen unterwegs, was mich sehr, sehr freut. Hinter Byron hat sich unser Wolfram eingereiht, nachdem er einen unfreiwilligen Boxenstopp hinlegen musste. Wir haben ihn hier mal im Bild. Knapp 8 Sekunden fehlen ihm nach vorne zu Byron. Und ich denke mal, bei der Pace, die er heute drauf hat, wird er das auch zufahren. Und das wird dann später noch interessant werden. Jetzt haben wir hier auf P11 Leon, der absolut schnellste Mann hier im Feld. Und P12 hier, Kleber Butaro Mora.
Hinter ihm auf P17 George Patev nach seinem Unfall wieder rausgefahren. Versucht das Rennen auch noch irgendwie vernünftig zu beenden. Dann haben wir hier unseren Ben auf P13 unterwegs. Und er stellt sich gerade selber die Frage, kann ich Kleber noch einholen? Und wir sehen hier, dass auch Mark Cruikshank wieder rausgefahren ist und das Rennen versucht irgendwie zu beenden. Dann ist hier auf P14 unterwegs Robert Simpkins, Checkered Past Racing. Er ist ja hier im zweiten Rennen auch aus der Box gestartet. Warum, weiß ich nicht genau. Und dann haben wir hier auf dem letzten Punkteplatz Jan Stefan vom BTR TV Racing Team. Jan hat nach vorne und hinten jeweils über 10 Sekunden Luft. Da geht nichts mehr heute. Und dann haben wir hier auf P16 Russell Hamilton. Der erste außerhalb der Punkte, hatte am Anfang auch ein bisschen Pech in dem Startgetümmel. Halbzeit, jo. Und unser Tommy sagt gerade, wir haben jetzt Halbzeit im zweiten Rennen. Und hier Adam hat sich gegen Mike wieder durchsetzen können. Das Team Kaltverformung hat sich hier top vorbereitet und glänzt heute. Aber auch Chip Racing mit Angriff nach ganz vorn im zweiten Rennen. Und der letzte hier in den Top 5, Don Skeletor Runkle vom Mist Apex Team, Alleinkämpfer heute. Schade, dass seine Teamkollegen nicht am Start sein können. Runde 7 und der Kampf hier um P2 geht weiter. Adam Klatzka außen und Michael J. Taylor innen. Und jetzt wird Michael wieder nach vorn gehen. Aber das Duell ist hier noch lange nicht ausdiskutiert. Allerdings kann sich dadurch Sebastian vorne immer mehr absetzen. Wolfram Weiner Box Fast Repair. Über 3,5 Sekunden Vorsprung hat er schon auf die Jungs und ich fürchte, das wird er dann auch heimbringen. Denn Michael und Adam kämpfen hier unerbittlich um P2. Ein tolles Duell von den Jungs hier. Aber auch dahinter Pascal und Don Runkle Jr. ein super Duell. Der nächste Angriff jetzt hier, Seite an Seite geht es jetzt hier Richtung Curva Grande. Während direkt vor den Jungs Adam sich jetzt wieder gegen Michael durchsetzen konnte. Das Duell geht auch hin und her. Ein wildes Highspeed-Gerase hier auf dem Kurs. Ich werde erstmal alle reporten, die mir hinten reingefahren sind. Pascal und Don fahren hier immer noch Seite an Seite und jetzt kann sich hier Don auch durchsetzen und liegt jetzt auf P4. Absolut top gemacht. Ach, bist du in mich reingefahren? Ein Sahnerennen heute von unserem Skeletor. Alle Fahrer hier im Grid lieben diese Highspeed-Duelle und deswegen haben wir auch diesen Kurs und dieses Rennen hier in unserer Serie fest verankert. Diese Streckenkombination hier wird in Zukunft immer die Saison eröffnen, was hier ein ausdrücklicher Wunsch fast aller Fahrer war. Und auch Adam und Michael können sich jetzt immer mehr von ihren Gegnern absetzen. Pascal Steinke und Don Skeletor Runkle sind da auch schon mehr als 5 Sekunden weg von den Jungs. Auf Rang 6 liegt weiterhin unser Tommy. Und Thomas Willershausen gerät jetzt richtig unter Druck von Luke Rasputic, der den Rückstand zugefahren hat und weiter nach vorne möchte. The gap to evil. Ich schätze mal jetzt hier auf der langen Gegengeraden Richtung Parabolika wird es einen Angriff von Luke geben. Da geht er auch schon raus und an die Seite und ich denke mal, Thomas wird sich da auch nicht lange wehren. Luke hat hier eindeutig die höhere Pace und jetzt heißt es für Thomas sich in den Windschatten hängen und so lange wie möglich dranbleiben. Thomas Teamkollege Byron liegt inzwischen fast 7 Sekunden hinter den Jungs hier. Hier vorne auf den Plätzen 2 und 3 das gleiche Spiel wie die ganze Zeit schon. Alter. Adam Klatzka vor Michael J. Taylor und Michael setzt jetzt an und geht hier wieder am Adam vorbei. Das war einfach. Oh, und wir haben es gerade gehört und wir sehen es auch. Tommy war da im Kies, das müssen wir uns auch gleich nochmal anschauen. Unser Tommy hier, erste Lesmo. Oh. Ein bisschen zu schnell in die Kurve reingedonnert und dann geht's hier durchs Kiesbett, aber zum Glück nichts passiert und weiter geht. Nur 2 Plätze verloren. Dadurch ist Luke Rasputic jetzt auf dem 6. Platz angekommen. Thomas Willershausen Platz 7 und unser Tommy hier auf 8. Byron inzwischen auf unter 5 Sekunden wieder rangefahren an die Gruppe. Der holt da immer mehr auf den Tommy auf. Vielleicht ist da auch noch ein Platz drin. Wir haben ihn hier mal im Bild. Dann nochmal etwa 7 Sekunden hinterm Byron, Wolfram und Leon. Oh, it was a 421. Why couldn't it be 420? Leon hat inzwischen seinen Rückstand komplett zugefahren und setzt jetzt hier Wolfram richtig unter Druck. Fährt hier permanent 2 9-10er Zeiten. E.T. The car in front is evil. Nach hinten sind die 2 Jungs safe. Der Abstand zu Kleber Potaro Mora beträgt ungefähr eine halbe Minute. Und ich bin mir ganz sicher, jetzt hier raus Richtung altes Oval wird Leon einen Angriff starten. Da geht er auch schon nach innen.
Und da ist Leon auch schon durch und Wolfram hängt sich direkt in seinen Windschatten. Rats, come on. Aber Wolfram hat ja auch ein Top-Setup drauf. Und ich denke mal, er kann ja an Leon dranbleiben und vielleicht können sie sich gegenseitig ein bisschen nach vorn ziehen. Wirklich sehr, sehr schade, dass Leon da solche Probleme mit seinem PC hatte im ersten Rennen und da leider rausgekickt wurde. Jetzt hier am Ende der Geraden gibt es wieder den Gegenangriff von Wolfram. Seite an Seite geht es hier Richtung erster Lesmo. Bei mir hat sich gerade der überrundete vor mir in der Leon kann sich hier noch vor Wolfram behaupten, aber der drückt von hinten gewaltig. Auto kaputt? Nee, meins nicht. Dessen weiß ich nicht. Hier vorne an der Spitze das gewohnte Bild. Sebastian Starke weiterhin ungefähr 4,5 Sekunden vor dem Duo hier. Adam Glatzka gegen Michael J. Taylor und da setzt Michael auch wieder an, um den Angriff zu starten. Und da ist Michael auch wieder durch und das Spiel geht von vorn los. Die Jungs gehen jetzt gleich in die 10. von insgesamt 13 Runden. Wolfram, bitte. So, mal gucken, der Russell Hamilton, das sah so aus, als hätte der deinen Skin gehabt, Sebastian. Ich dachte zuerst, dass du das da warst, der da stand. Nee, ja, da fährt jemand nicht raus. Ach so. Und wir haben es gerade vom Tommy gehört, Russell Hamilton hatte da einen Zwischenfall, den sollten wir uns auch direkt mal anschauen. Russell Hamilton verliert hier in der Schikane nochmal sein Fahrzeug. Hoppelt ein bisschen über den Curb, aber nichts weiter passiert. Bleibt da auch erstmal stehen und wartet, bis die Jungs alle vorbei sind. Setzt dann zurück und fährt wieder weiter. Du bist noch 8 Sekunden. Ich weiß nicht. Ich streame gerade. Leon und Wolfram holen nach vorne immer mehr auf. Der Abstand liegt inzwischen nur noch bei 5 Sekunden. Ja, was soll ich denn machen? Der Byron, der ist jetzt hinter mir. Luke hier auf P6, ein Top-Rennen von ganz Der hinten. kommt aber ran. Ihr wisst, Luke ist aus der Boxengasse gestartet. Oh, und hier kracht's. Oh. Boah, und Leon fliegt da bis in die Boxengasse rein. Was für ein spektakulärer Crash. Und so wie es aussieht, kann Wolfram da weiterfahren. Das müssen wir uns auch gleich nochmal anschauen. Wahnsinn. Was mit der Leon? Leon und Wolfram berühren sich hier und Leon schießt hier ab wie eine Rakete. Ja, guck dir das mal von hinten an. Also, das ist nicht meiner gewesen, habe ich dem Leon auch gesagt. Ja, ich habe innen die Linie gehalten. Weil ich bin... Oh, alter Schalter, wow! Da außen so viel Platz! Und Mark wird das sicher einen Schreckmoment gehabt haben. Bei der Luck, next time. Well, I've got more speed for it. Can't be car in front, it's too far. That's crazy. Can it? Direkt What's the Protest. draft rage? Und hier haben wir Wolfram mal im Bild. Er scheint da unbeschadet davon gekommen zu sein. Kollision mit dem anderen, Ja, mit Wolle, Der Wolle fährt aber noch, ne? Und ich denke mal, Leon, der hier eigentlich der Allerschnellste auf der Strecke ist, ist heute der einzige Fahrer, der hier ohne Punkte nach Hause gehen wird. Someone's given my engine a boost. Dafür liegt sein Teamkollege Sebastian an der Spitze, wie auch schon im ersten Rennen. It's like Mario Kart or whatever it is. Tommy liegt auch immer noch gut in den Punkten, P8 aktuell. Ungefähr 2,5 Sekunden Vorsprung vor Byron Long. I need to remember lap 10 because I Kannst du mal obviously went nachgucken, somewhere was für that einen gives Monitor you du hast, so. speed. Was für ein Typ der hat und wie viel Bilder pro Sekunde Und hier gibt der es wieder einen schafft. Platztausch, aber auch direkt dahinter. Pascal Steinke und Don Rangel Jr. kämpfen da permanent um die Position. Go, go, go. That was, for me, that was a good Ascari. Inzwischen hat Sebastian, unser Leader, vorne einen Vorsprung von fast 6 Sekunden. Ein absoluter Traumstart für Sebastian heute hier in die neue Saison und in unsere Serie. Kann man nicht anders sagen. Just pedal to the metal, boy. Und hier haben wir jetzt auch mal Pascal und Don im Bild. PB. Dasselbe wie bei den Jungs davor. Ein erbitterter Zweikampf um P4. Personal best.
Das geht hier jetzt auch schon das halbe Rennen hin und her. Und ich freue mich wirklich sehr für Don Runkle Jr., dass er heute vorne mit eingreifen kann. I don't know, my engine suddenly started. Have you done St. Patrick? You give me more boost? Inzwischen ist jetzt Luke Rasputic der schnellste Mann auf der Strecke. Und er holt auch immer mehr nach vorne auf. Vielleicht kann er die Lücke ja bis zum Ende des Rennens zufahren. Es ist nicht mehr weit bis ins Ziel. Wir befinden uns in Runde 11 von 13. Slowdown gekriegt, Mann! Yellow line, ne? Oh, und Tommy hat sich jetzt da hinten in Slowdown eingefangen und unser Byron kommt da immer näher. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Platztausch. Scheiße. Ja, mal weg. Und hier vorne kann sich Michael J. Taylor jetzt so langsam von unserem Adam lösen. Er hat jetzt schon eine halbe Sekunde Vorsprung und Adam muss aufpassen, dass er dann nicht aus dem Windschatten rausrutscht. Das gleiche Bild dahinter. Pascal kann sich jetzt von Don Runkle Jr. lösen und Luke Rasputic kommt von hinten mit riesen Schritten immer näher. Bildwiederholrad. Nein, nicht 20 oder 120? Achso, ich habe nur 20 verstanden. Und weiter hinten im Feld hat man wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir doch direkt gleich mal hin. Oh no, the P3, the guy in P3 had... Oh, I didn't get down a gear, but... 111. Oh ja, und Stefan verliert hier ausgangs zur Schikane sein Fahrzeug und schlägt frontal auf der gegenüberliegenden Seite mit dem Fahrzeug ein. Oh. Da ist das Rennen auch vorzeitig beendet. Schade. Während Luke dann nach vorn immer mehr aufholt, ist sein Teamkollege Jan jetzt hier in der Mauer geendet. Sehr schade. Ganz vorn an der Spitze scheint die Position jetzt endgültig geklärt. Oh, I thought Mike had AJ behind, but I think he's starting to shake him off, maybe? I don't know. Is that Adam? Michael J. Taylor kann sich immer mehr vom Adam lösen. AJ, I think it is. That's Adam. Oh, come on. That was a bad line. Aber Skeletor Don Runkle Jr. hat seinen Rückstand wieder zugefahren und greift jetzt hier Pascal erneut an. Don scheint da heute auch ein richtig gutes Setup auf sein Auto draufgeschnallt zu haben. Und auch Adam, so wie es aussieht, hat den zweiten Platz hier noch nicht aufgegeben und versucht sich da wieder an Mike ranzufahren. Noch knapp 1,5 Runden hat er Zeit, das Blatt zu wenden. Give me all the draft. Und während Sebastian hier vorne seinem Sieg entgegeneilt, musste Tommy den Byron passieren lassen. Die kämpfen da auch wild um die Position. Da geht's hin und her. Oh no! Come on! Oh, und wir hören es gerade vom Tommy. Da hatte Byron scheinbar einen Zwischenfall. Das müssen wir uns auch gleich nochmal anschauen. Der Byron hat sich rausgedreht. Byron hier wird von Tommy überholt, verliert sein Fahrzeug und rodelt dann nochmal ins Aus. Erste Lesmo. Oh, da war Byron. Da habe ich gedacht, was ist denn erwischt? Ja, da habe ich Byron überholen können. Zum Glück nichts weiter passiert und weiter geht's. Hallo Jim. Und ihr habt's gehört, Wolfram konnte da an Byron vorbeigehen und noch einen Platz gut machen. El Contetlo. Cool name. Byron's lost the place. He's on me. He's gonna get me. Oh, und Don hatte da auch einen kleinen Wackler und hat ein bisschen den Anschluss an Pascal verloren. No doubt. Oh nein. Oh, das riecht mich auch. Wow. Und ihr habt's gerade gehört und vielleicht auch gesehen, da hatte Tommy jetzt den nächsten Rutscher und wieder gehen die Gegner vorbei. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Während jetzt Don hier richtig unter Druck gerät von Luke Rasputic. Or is Tommy trying to give Byron the place back? So did they have a together maybe? Runde 12 und Tommy verliert hier in der Parabolika sein Fahrzeug. Uiuiui. Ah! Verliert er einiges an Zeit, aber kann weiterfahren, nichts passiert. They're too far ahead for me, but Kleber is my race platform here. White flag. Ihr habt gehört und ihr habt es bestimmt auch gesehen, wir befinden uns in der letzten Runde und der Kampf um den letzten Top-5-Platz tobt hier zwischen Don Runkle Jr. und Luke Rasputic. Seite an Seite donnern die beiden hier Richtung Curva Grande. Don will da seinen Platz noch nicht hergeben, ein Top-Duell. Anfahrt nächste Kurve hat er die Innenseite und da ist er auch wieder vorn. Sauber gemacht. Und wir haben noch einen kleinen Zwischenfall nachzureichen, den schauen wir uns direkt an.
Robert Simpkins verliert hier auch nochmal in der Schikane sein Fahrzeug. Ah, okay. Oh. Harmloser Rutscher und weiter geht's. Nichts passiert hier. Nur der Reifen ein bisschen heiß gekocht, aber das Rennen ist ja gleich zu Ende. Und oben im Bild sehen wir, dass sich Luke jetzt gegen Don Rangle Jr. durchsetzen konnte. Come on, I can't believe I did that. Und er ärgert sich auch, dass es da kurz vor Schluss den 5. Platz hergeben muss, denn nichtsdestotrotz P6 ist für Don Rangle Jr. ein Top-Ergebnis. Unser Sebastian hier jetzt die letzte Kurve und dann ist es vollbracht. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Doppelsieg, besser kann man es nicht machen. Absolute Sahne. Achso, du bist ein Kumpel von dem Wolfram, ja. Auf P2 kommt Michael J. Taylor vom Chip Racing Team ins Ziel und P3 belegt Adam Klatzka, Team Kaltverformung. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, da vorne ist er doch. Auf P4 haben wir Pascal Steinke. P5 kommt Luke Rasputic Richtung Ziel und auf P6 Don Skeletor Rangle. Zweite Rennen war jetzt nicht so prickelnd. Platz 7 Thomas Willershausen, P8 Wolfram Pfund und auf P9 kommt dann unser Bayern Richtung Ziel. Ja. Tommy rettet mit halb kaputten Auto P10 über die Ziellinie. Congrats. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, Doppelsieg, top gemacht. Tommy, naja, am Start, das war wild. Ich konnte es ja leider nicht richtig sehen, aber Top gemacht. Wahnsinn. Verrückt. Und Ben hat es jetzt noch geschafft und ist an Kleber Botaro Mora vorbeigegangen. Da gab es ja auch noch einen Positionswechsel abseits der Kameras. Okay. Müssen wir mal schauen, was da los war. Ich gehe mal hier zum Kaltverformung. Alles Gute wünschen. So. Jo, bis dann. Wir treffen uns doch dann jetzt gleich im offenen Chat, oder? Ja. Very fair. Sehr gut, ne? Jungs, krass. Wolle, war das mit Einstoppstrategie? Ja, ich habe das mal getestet, falls irgendwer sagt, wir machen das. Ja, wir treffen uns gleich alle hier im Hauptchat. Da war ja einiges los am Anfang und ich habe immer noch nicht geschafft, mich einzuloggen. iRacing mag mich nicht. Ja, wir haben auch. Das ist auch Einstellung. Ne, wir kommen dann hier wir kommen jetzt gehen jetzt hier in Hauptchat, wo wir uns immer treffen, daher. BTR TV Guest Chat. Guest Chat, alles klar. Genau, da gehe ich jetzt hin und dann treffen wir uns da alle, ja. So. Gibt es eine Pinkelpause und so weiter? Jetzt ist ja, naja, natürlich, jetzt ist ja alle erstmal hier sacken lassen. Raus auf den Balkon und hast nicht gesehen. Ja. Alles klar. Boah, was ein Scheiß. Ja, liebe Zuschauer, und damit sind wir mit unserer Sendung auch heute schon wieder fast am Ende. Das nächste Rennen in 2 Wochen. Jo. Alle sind so kaputt. Der nächste Double Heater ist dann in Watkins Glen in Amerika. Die klassische Strecke ohne Schikane. Und da werden wir dann sicher auch noch ein paar mehr Fahrer am Start hier haben. Auf jeden Fall würde ich sagen, war das heute ein mehr als gelungener Auftakt in die neue Serie. Mal von dem kleinen Zwischenfall am Start im zweiten Rennen abgesehen. Ja, guys, it's my fault. I didn't get the gear in. Rev was too high and I was not able to get the car out of my starting box. And so Congratulations to Mike. Top. I tried to get the car out of the way, but there is there is no space. Yeah, and I'm so sorry, guys. Oh shit! What a fucking mess, really. I thought it was bad enough I got stuck behind all that. I think I got off quite lately in actual fact. Oh dear. Oh, guys. I avoided all the car parts. Unfortunately, I didn't get a chance to warn Ben. Yeah, I didn't quite get round it like you did, Mike. You did a good shimmy there, got round it nicely. Yeah, you did a good job to get through that, Mike. Good luck, everyone. Good luck, everybody.
Oh no, what a fuck. That's a nice one. Who was just stopped on the start line? Ja, liebe Zuschauer, was für ein Saisonauftakt nach Maß. Wahnsinn. Über das kleine Missgeschick von Tommy im zweiten Rennen schweigen wir uns lieber aus. Jeffrey, unser Renndirektor, hat gemeldet, es gab keinerlei Proteste, also alles gut. Insgesamt muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Vielen, vielen Dank an alle, die heute dabei waren bei unserem Start in das neue Abenteuer. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch dabei. Dann allerdings in 14 Tagen, würde ich sagen, sehen wir uns dann in Watkins Glen in Amerika. Bis dahin macht's alle gut, bleibt gesund und vor allen Dingen uns treu. Tschüss! Sorry, Mark. Yeah, don't worry, okay. I think we're out of this one for a while. Sorry, Neil.
Good win, Sebastian. Right, top 3. Good defense, man. Good battling there. I didn't feel I was going to catch you there, Cleaver. Good driving. Very fair.